Hey Leute, willkommen zu Splitty's Kitchen. Heute habe ich wieder ein leckeres Rezept für euch mitgebracht. One-Pot Tortellini in einer cremigen Parmesan-Knoblauchsoße. Alles in einem Topf zubereitet. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Richtig cremig, lecker, schmecker. Aber lasst uns nicht lang reden, sondern gleich zu den Vorbereitungen. So, heute brauchen wir auf jeden Fall nichts schneiden. Das ist alles einfach so im Topf zuzubereiten, ohne Vorbereitungszeit. Auf jeden Fall geben wir jetzt erstmal ein Stück Butter in den Topf und erhitzen es einmal, bis es geschmolzen ist. Während die Butter geschmolzen ist, habe ich ein bisschen Knoblauch gehackt. Ein bisschen Vorbereitung muss man machen. Auf jeden Fall, ihr könnt ihn auch weglassen, wenn ihr keinen Knoblauch mögt. Aber den geben wir jetzt in die geschmolzene Butter. Alles einmal kurz anschwitzen. Nicht zu heiß werden lassen. Das ist nicht gut für die Butter und nicht gut für den Knoblauch. Wenn der Knoblauch schön angeschwitzt wurde, geben wir unser Mehl dazu und machen eine Mehlschwitze. Jetzt sehen wir, alles hat sich gut miteinander verbunden. Wir stellen den Herd immer auf mittlere Stufe, nicht zu heiß, sonst verbrennt alles. Jetzt ist es an der Zeit, wir löschen einmal alles mit unserer Brühe ab. Jetzt können wir auch den Herd wieder ein Stückchen höher drehen. Das ist kein Problem. Ihr solltet nur dabei darauf achten, dass ihr zwischendurch mal wieder rührt, während ihr es einmal erhitzt. Das sollte ungefähr 5 Minuten leicht köcheln. Bei der Grundsoße ist es nämlich so, wenn ihr jetzt nicht rührt, setzt sich schon mal alles auf den Boden ab und bevor sich alles verbunden hat, brennt es euch unten an. Deswegen ab und zu mal rühren. Wenn jetzt alles aufgekocht hat, es sich gut verbunden hat, wir eine schöne gleichmäßige Konsistenz haben, leicht dick, dann stellen wir den Herd auf bei mir 2, also auf einer sehr niedrigen Stufe. Und können einmal unsere Tortellini dazugeben. Ja, die Tortellini kommen direkt hier rein. Ich habe heute solche getrockneten Tortellini mit Fleischfüllung. Aber ihr könnt hier komplett alle Tortellini nehmen, die ihr möchtet. Wenn ihr welche aus dem Kühlregal nehmt, die schon ein bisschen weicher sind, dann müsst ihr die Soße ein bisschen dicker machen, weil die brauchen auch wesentlich weniger Zeit. Aber ich nehme heute die getrockneten, die schmeißen wir einfach in die Soße. Dann rühren wir das einmal nochmal durch und sehen, das passt. Sie sind bedeckt. Die sollten komplett bedeckt sein und drin schwimmen können. Weil jetzt saugen die sich noch voll mit der Soße, garen währenddessen bei kleiner Temperatur und sind dann ungefähr in 10 bis 12 Minuten fertig. Auf jeden Fall, sie brauchen etwas länger als in kochendes Wasser. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die 10 Minuten vorbei sind. So, nach circa 12 Minuten ungefähr sehen wir, die Tortellini sind sehr viel größer geworden, fast 3-mal so groß und die Soße ist wesentlich dicker. Das ist jetzt der Punkt, wo wir einmal den Herd noch kleiner, also ausstellen oder nur auf 1, dass es nur leicht, einfach nur warm bleibt. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir unsere Sahne dazugeben. Einmal verrühren. Schön cremige Soße, ich sehe es jetzt schon. Und unser Parmesan. Ich habe hier einen getrockneten Parmesan quasi. Ihr könnt aber auch frischen Parmesan reinreiben. Ihr könnt anstatt Parmesan auch Gouda nehmen, wenn ihr möchtet. Dann ihr wandelt es ab, wie ihr möchtet, mit eurem Lieblingskäse. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal der Parmesan dazu. 100 Gramm, macht mehr rein, wenn ihr wollt. Die genauen Mengenangaben findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung, wie immer. Einmal verrühren. Dieser getrocknete Parmesan, der löst sich auch sehr schnell auf, aber er schmeckt natürlich auch anders wie frischer. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal eine richtig geile, cremige Soße. Jetzt schmecken wir ab. Hier braucht schon gar nicht mehr viel ran. Eine kleine Prise Salz, eine Mini-Prise, nur ein Müh. Zucker, einfach um alles abzurunden. Könnt ihr ersetzen durch Süßstoff, Stevia, macht was ihr wollt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Basilikum. Ich hatte jetzt keinen frischen leider. Frischer Basilikum ist auf jeden Fall noch viel geiler. Bisschen Pfeffer. Und durchrühren.
Richtig geiles, leckeres, schnelles Mittagessen. Ohne viel Arbeit. Das ist wirklich nicht viel Arbeit. Wenn ihr das alles zu Hause soweit stehen habt, dauert das eigentlich so lange wie die Nudeln kochen. So, das Essen ist fertig. Guckt euch an, wie schön cremig die Soße ist. Alles ohne viel Arbeit. Richtig geil. Ich gönne mir jetzt noch eine schöne Portion und ihr bekommt eine kleine Nahaufnahme. Danach sehen wir uns im Outro wieder. Also, bis gleich. Da bin ich schon wieder. Na, hat euch mein Rezept gefallen? Ich habe euch gesagt, es ist super einfach. Auf jeden Fall, wenn euch das Rezept gefallen hat und ihr kein weiteres leckeres Rezept verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video ein Like da lasst. Das hilft mir auf jeden Fall, auf YouTube weiterzukommen. Wie ihr gesehen habt, wieder richtig einfach, richtig lecker, alles in einem Topf, ohne viel Abwasch. Und man kann es variieren, wie man möchte. Vegetarisch oder auch nicht, das ist euch komplett selbst überlassen. Falls ihr noch weitere Anregungen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.